Stell dir vor, du verlässt für immer dein Zuhause, die Tür hinter dir zugemacht. Und dann, auf halber Strecke, drehst du dich noch einmal um. Genau das hat Voyager 1 getan. Am 14. Februar 1990, knapp 6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, schaute eine Raumsonde zurück. Nicht weil sie musste, sondern weil ein Mensch darauf bestand, dass dieser Moment festgehalten werden sollte. Und was sie sah, dieses eine Bild, hat verändert, wie wir uns selbst verstehen. Heute erzählen wir die Geschichte dieses letzten Blicks. Die Sonde Voyager 1 war nie dafür gebaut worden, zurückzublicken. Ihre Kameras waren für etwas anderes gemacht. Für das Fotografieren gigantischer Planeten aus nächster Nähe, Wirbelstürme auf Jupiter, Saturnringe in glitzerndem Gegenlicht, Eisriesen am äußersten Rand unseres Sonnensystems. All das hatte Voyager getan. Und jetzt, im Jahr 1990, war die Mission offiziell vorbei. Doch ein Mann wollte noch einen letzten Akt. Carl Sagan, Astronom, Autor und einer der überzeugendsten Fürsprecher, die die Wissenschaft je hatte, schlug der NASA eine Idee vor. Eine Idee, die fast zu simpel klang, um wahr zu sein. Könnten wir die Kamera noch einmal einschalten? Einfach zurückschauen? Ein Porträt unseres Sonnensystems aufnehmen, von außen nach innen? Die Antwort der NASA-Ingenieure war zunächst: Nein, zu wenig Energie, zu wenig wissenschaftlicher Wert. Die Planeten würden auf dieser Distanz sowieso nur wie Staubkörner aussehen. Sagan ließ nicht locker und zum Glück gab er nicht auf. Die Kameras wurden aufgewärmt. Das dauerte 3 Stunden, denn im tiefen Weltraum ist Kälte keine Metapher. Sie ist eine physische Bedrohung für jedes Gerät. Dann rotierte die Sonde langsam ihre Kameras über einen riesigen Himmelsbogen, Bild für Bild, 60 Einzelaufnahmen insgesamt. Voyager 1 fotografierte das Sonnensystem wie ein Zuschauer im letzten Rang eines Theaters, der noch einmal über die Bühne blickt, bevor der Vorhang fällt. Jede dieser 60 Aufnahmen zeigte einen anderen Teil des Himmels. Ein Planet hier, ein anderer dort, verstreut über einen Bogen, so groß, dass er kaum in ein Bild passt. Manche Planeten waren kaum als helle Punkte zu erkennen. Mars und Merkur fehlten ganz. Das gestreute Sonnenlicht blendete die Kamera aus. Sie verschwanden einfach im Glanz ihrer eigenen Sonne. Aus diesen Aufnahmen entstand schließlich ein einziges Bild. Das, was heute als Solar System Family Portrait bekannt ist. Ein Familienfoto, aufgenommen von unserem am weitesten gereisten Boten. Wenn dich solche Momente faszinieren, in denen Raumfahrt plötzlich sehr menschlich wird, dann begleite diesen Kanal gern mit einem Abonnement. Hier geht es nicht nur um Technik, sondern um Perspektiven. Lass uns kurz innehalten und wirklich ansehen, was Voyager dort festgehalten hat. Neptun, der äußerste Planet, erscheint als winziger, kaum sichtbarer blauer Fleck. Eine Welt, die die Schwestersonde Voyager 2 in einem atemberaubenden Vorbeiflug erfasste. Mit Winden von bis zu 2400 Stundenkilometern. Hier aber ein einziger, blasser Pixel. Uranus mit seiner seltsamen 98-Grad-Neigung taumelt wie ein umgekippter Kreisel durch den Weltraum, seit Jahrmillionen. Im Familienporträt ein schwacher, fast unsichtbarer Hauch. Saturn sticht hervor wie kein anderer. Der hellste Pixel im gesamten Mosaik. Obwohl seine berühmten Ringe auf dieser Aufnahme natürlich unsichtbar sind, ist allein die Helligkeit bemerkenswert. Als hätte der Ringplanet gewusst, dass dies sein letztes Foto sein würde. Jupiter, ein kleiner weißer Punkt. Kein großer roter Fleck, keine Wolkenbänder, keine Vulkane auf Io. Nur ein helles Komma am Rand des Bildes. Und vielleicht war das die ehrlichste Reduktion überhaupt. Giganten, die aus der Nähe alles dominieren, aus der Distanz kaum mehr als Punkte. Und dann, verborgen in einem schmalen Streifen aus gestreutem Sonnenlicht, unsere Erde. Dieser Moment verdient eine Pause. Aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung erscheint die Erde als 10% eines einzigen Pixels, nicht als blauer Planet, nicht als blaue Kugel, als winziger Lichtfleck, gefangen in einem Strahl aus gestreutem Sonnenlicht, wie ein Staubkorn, das zufällig ins Licht gerät. Dieses Bild ist als Pale Blue Dot bekannt, der blasse blaue Punkt. Und Carl Sagan schrieb dazu eine der wohl bewegendsten Passagen der modernen Wissenschaftsliteratur. Er sprach davon, dass jeder Mensch, der je gelebt hat, jede Liebe, jede Niederlage, jeder Krieg, jede Zivilisation,
alles auf diesem winzigen Punkt stattgefunden hat. Schwebend im Vakuum. Allein. Der blasse blaue Punkt ist nicht nur ein Foto. Es ist ein Spiegel, in dem wir sehen, wie klein wir sind und gleichzeitig wie unglaublich kostbar. Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass die Probleme deines Alltags den Rahmen der Wirklichkeit füllen, schau dir dieses Bild an. Du wirst es nicht mehr so sehen wie vorher. Vielleicht ist es genau diese Distanz, die uns etwas zeigt, das wir aus der Nähe nie erkennen würden. Aus Milliarden Kilometern Entfernung verschwinden unsere Unterschiede. Und übrig bleibt nur ein einziger, leuchtender Punkt, den wir miteinander teilen. 34 Minuten nach dem letzten Foto wurde der Befehl gesendet. Die Kameras wurden abgeschaltet, nicht für Wochen, nicht als Pause, sondern für immer. Die Software, die die Kameras betrieb, wurde von Bord gelöscht, um Speicher zu sparen. Die Heizung der Kameralinsen wurde abgeschaltet. Nach Jahrzehnten im Kältewahnsinn des interstellaren Raums wären die Kameras heute wahrscheinlich ohnehin nicht mehr funktionsfähig. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Voyager 1 schaute damals ein letztes Mal zurück und ihre Kameras blieben für immer ausgeschaltet. Das war eine Entscheidung, eine bewusste, eine notwendige. Und trotzdem, wenn man daran denkt, spürt man etwas. Eine Art stilles Abschiednehmen, das keine Worte braucht. Die Sonde Voyager 1 trägt seitdem keine Bilder mehr nach Hause, nur Daten, Messungen, Flüstern aus dem interstellaren Dunkel. Warum trifft uns dieses Bild so tief? Vielleicht, weil wir uns alle manchmal umdrehen, bevor wir etwas hinter uns lassen, eine Stadt, eine Beziehung, eine Phase unseres Lebens, schauen wir noch einmal zurück. Nicht um zurückzugehen, sondern um es zu verabschieden. Voyager 1 hat das für die gesamte Menschheit getan. Das Solar System Family Portrait ist das einzige Foto, auf dem unser gesamtes kosmisches Zuhause, oder zumindest der Teil davon, den wir kennen, in einem einzigen Bild zu sehen ist. Es ist gleichzeitig das größte Foto, das je aufgenommen wurde, und das kleinste, Planeten, die Welten beherbergen, erscheinen als Pixel. Was Voyager da festgehalten hat, ist keine Momentaufnahme von Himmelskörpern. Es ist eine Momentaufnahme von uns, von einer Spezies, die jung genug ist, noch zu staunen, aber klug genug, eine Kamera 6 Milliarden Kilometer weit ins All zu schicken und dann zu sagen, dreh dich nochmal um, schau noch einmal hin, vergiss nicht, wo du herkommst. Das letzte Foto von Voyager 1 ist kein Ende, es ist ein Wegweiser, zurück zu uns selbst. Die Sonde Voyager 1 fliegt noch immer, jetzt mehr als 24 Milliarden Kilometer entfernt. Sie schaut nicht mehr zurück, aber wir können es tun. Wann immer du den Pale Blue Dot siehst, diesen winzigen blassen Pixel, erinnerst du dich daran, was wirklich zählt. Vielleicht erinnert uns genau dieses Bild daran, wie kostbar dieses kleine Zuhause wirklich ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gern ein Like da und abonniere den Kanal. So verpasst du keine weiteren Geschichten aus den Tiefen des Alls. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.